Wer steckt hinter dem Namen? In Zur Person erfährst du mehr über Menschen, die Geschichte geschrieben haben. Elon Musk. Ob man ihn jetzt Visionär, Provokateur oder einfach nur den reichsten Mann der Welt nennt, sein Einfluss, der ist absolut unbestreitbar. Aber wie riesig ist sein Imperium wirklich? Und was treibt den Mann an, der buchstäblich nach den Sternen greift? Lasst uns da heute mal genauer reinschauen. Um das Ganze mal einzuordnen, fangen wir mit einer Zahl an, die fast schon absurd klingt. 779 Milliarden Dollar. Das ist sein prognostiziertes Vermögen für Ende 2025. Eine Summe, die man sich kaum vorstellen kann. Aber wisst ihr, was das wirklich Verrückte ist? Nicht die Zahl an sich, sondern die Geschwindigkeit, mit der er sie erreicht hat. Schaut euch mal diese Grafik an. Das ist keine normale Wachstumskurve mehr, das ist eine regelrechte Explosion. Von 26 Milliarden im Jahr 2020, was ja schon unfassbar viel Geld ist, auf voraussichtlich 779 Milliarden in nur 5 Jahren. Sein Vermögen hat sich verdreißigfacht. Das gab es so in der Geschichte noch nie. Also, um diese komplexe Person mal ein bisschen zu entwirren, schauen wir uns heute 5 Bereiche an. Wir starten mit seinem unglaublichen Reichtum, tauchen dann in seine Technikprojekte ein, schauen uns seine Rolle als Kulturkrieger an, beleuchten den Menschen hinter dem Mythos und stellen am Ende die alles entscheidende Billionen-Dollar-Frage. Also was macht jemand mit so viel Geld und so viel Macht? Es geht hier nicht einfach nur um Luxusvillen und Privatjets. Nein, für Musk ist Geld vor allem eines: Treibstoff. Treibstoff für Ambitionen, die unsere Welt, so wie wir sie kennen, grundlegend verändern könnten. Und dieser Treibstoff, der fließt direkt in ein Technologieimperium, das immer weiter wächst. Von der digitalen Welt der künstlichen Intelligenz bis tief unter die Straßen unserer Städte, Musks Projekte verschieben ständig die Grenzen dessen, was wir für möglich halten. Ganz vorne mit dabei ist natürlich das große Thema unserer Zeit: künstliche Intelligenz. Mit seiner Firma xAI und dem neuen Modell Grok 3 fordert er die ganz Großen heraus, also OpenAI und Google. Das ist ein neues Wettrüsten und der Einsatz ist, naja, nichts Geringeres als die Zukunft der Intelligenz selbst. Okay, ich weiß, diese Tabelle sieht erstmal super technisch aus, aber im Grunde ist die Botschaft ziemlich simpel. Während Musks KI Grok 3 bei der allgemeinen Genauigkeit noch knapp hinter Google liegt, ist sie in 2 anderen Bereichen schon vorne. Erstens beim sogenannten temporalen Schlussfolgerin, also wenn es darum geht, Zeitabläufe zu verstehen, und zweitens, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, Energieeffizienz. Grok 3 verbraucht deutlich weniger Strom. In einer Welt, in der KI-Zentren zu gigantischen Energiefressern werden, ist das ein Riesenvorteil. Aber Musk denkt ja nicht nur digital, ganz im Gegenteil. Er will auch unsere physische Welt umkrempeln. Und mit The Boring Company nimmt er sich ein Problem vor, das uns doch alle nervt: Stau. Seine Lösung ist so radikal wie einfach: warum sich durch die Stadt quälen, wenn man auch einfach drunter durchfahren kann? Und das hier in Las Vegas zeigt perfekt, wie groß er denkt. Was als kleiner Testtunnel unter einem Messegelände begann, soll zu einem gigantischen Netzwerk von über 100 Kilometern ausgebaut werden. Der Plan ist, schrittweise schneller zu werden, mehr Fahrzeuge einzusetzen und am Ende die ganze Stadt zu vernetzen. Das ist im Grunde der Versuch, den Stadtverkehr von Grund auf neu zu denken. Musk baut aber nicht nur Technologie. Er nutzt sie auch, um ideologische Kämpfe zu führen. Spätestens mit seiner Übernahme von Twitter, das ja jetzt X heißt, hat er sich vom Tech-CEO zu einer der zentralen Figuren im globalen Kulturkampf entwickelt. Ganz zentral in seiner Weltanschauung ist dabei der Kampf gegen etwas, das er den Woke Mind Virus nennt. Er selbst beschreibt das als eine Kraft, die Leistung als Kriterium untergräbt und, was für ihn das Schlimmste ist, die freie Meinungsäußerung bedroht. Und die ist für ihn die absolute Grundlage unserer Zivilisation. Dieses Zitat hier bringt seine Haltung eigentlich perfekt auf den Punkt. Für Musk gibt es bei der Redefreiheit keine Kompromisse. Sie muss absolut sein. Sie muss also gerade auch für die Meinungen gelten, die wir vielleicht schrecklich oder unerträglich finden. Und genau das ist seine Rechtfertigung für die radikalen Umbauten, die er auf der Plattform X vorgenommen hat. Okay, aber wer ist eigentlich der Mensch hinter diesem öffentlichen Ideologen? Um das zu verstehen, müssen wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten von der großen Bühne und uns sein Privatleben und, ja, die Idee einer modernen Dynastie genauer ansehen. Und da beginnen wir mit einer Zahl, die viele wahrscheinlich überraschen wird: 14.
Mindestens. Das ist die bekannte Anzahl von Kindern, die Elon Musk hat. Für ihn ist das Thema Dynastie also keine abstrakte Idee, sondern gelebte Realität, ganz biologisch. Und dieser dynastische Gedanke, der zieht sich durch die gesamte Familie. Seine Mutter Maje ist selbst eine Berühmtheit. Sein Bruder Kimball, seine Schwester Tosca, sie sind alle erfolgreiche Unternehmer. Sogar sein Cousin hat Solar City mitgegründet. Man kann also wirklich sagen, Unternehmertum und Einfluss, das ist bei den Musks eine Familienangelegenheit. So, und das bringt uns zur letzten und vielleicht wichtigsten Frage von allen. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenpacken, den unfassbaren Reichtum, die Technologie, die Ideologie und diesen Familiengedanken, was ist dann das Endspiel? Was ist der eigentliche Zweck dieses riesigen Imperiums? Er ist auf dem besten Weg, der erste Billionär der Geschichte zu werden. Mit einem potenziellen Gehaltspaket, das allein schon fast 1 Billion wert ist, stellt sich die Frage ja ganz von selbst. Wofür das alles? Geht es einfach nur darum, noch mehr Geld anzuhäufen, oder steckt da ein größerer Plan dahinter? Tja, und eine ziemlich überzeugende Antwort, die auf seinen eigenen Aussagen beruht, lautet: all das, Tesla, SpaceX, X, die KI, das alles ist nur das Fundament. Das Geld, die Technologie und der ganze Einfluss dienen einem einzigen ultimativen Ziel: das teuerste und gewagteste Projekt der Menschheitsgeschichte zu finanzieren, nämlich eine sich selbst erhaltende Zivilisation auf dem Mars. Und so bleibt am Ende diese eine große Frage. Ist Elon Musk ein Technologe, der unsere Welt umbaut, ein Ideologe, der unsere Kultur prägt, ein Patriarch, der eine Dynastie für die Ewigkeit erschafft? Oder ist er vielleicht einfach all das zusammen, angetrieben von diesem einen, alles überragenden Ziel, die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies zu machen? Was auch immer die Antwort ist, sein Vermächtnis, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Hat dir dieses Porträt gefallen? Dann abonniere den Kanal und gib einen Like. So verpasst du keine weiteren Persönlichkeiten. Bis zum nächsten Video.